Wenn du an deinen Lieblingsroman denkst, was kommt dir zuerst in den Kopf? Höchstwahrscheinlich die Hauptfigur oder aber auch eine Nebenfigur. Woran liegt das? Nun ja, die Charaktere in einer Erzählung tragen gewissermaßen die Handlung. Deshalb ist die Characterization, die Analyse der vorkommenden Personen wichtig, um eine Erzählung als Ganzes zu interpretieren. In diesem Video zeige ich dir, wie das geht und was du dabei beachten musst. Wie genau du deine Characterization aufbaust, hängt von der Aufgabenstellung ab. Diese könnte zum Beispiel lauten: Who are the main characters and how are they presented? Oder What is X's function in the text? Oder What's your personal opinion on X's decision in the course of events? Lies die Aufgabenstellung genau durch, denn durch sie erfährst du, ob du etwa nur eine Person oder die gesamte Personenkonstellation analysieren sollst. Beachte auch, ob deine persönliche Meinung gefragt ist oder nicht. Im Folgenden zeige ich dir, welche Aspekte in eine Charakterisierung gehören können und gebe dir wichtige Formulierungshilfen an die Hand. Als Informationsquelle dient uns dabei der Text selbst. Hier nun ein paar Aspekte, die du herausfinden kannst. Personal Data: Male, Female, Young, Middle-aged, Elderly, Married, Single, Divorced. Appearance: Tall, small, good-looking, handsome, curly, straight, matted hair. Main traits: cheerful, ambitious, brave, bad-tempered, lazy. Language: X employs, makes use of colloquial, educated language. Actions, behavior: rude, polite. X acts in a way. X's actions speak for themselves. Mood, thoughts, and feelings. In the scene, X seems to be in a happy, gloomy mood. X reveals his/her feelings to the reader. Relationship with others: his/her parents, friends, girlfriend, boyfriend, wife, husband. X has a good, bad relationship with. X and Y share the same interests, get along well. And not to forget, his or her function in the story. X is the main character, one of the minor characters of the story. X represents in the story. In the course of the story, X reveals his/her function as. Bei deiner Suche nach Informationen kannst du zwischen direkter und indirekter Charakterisierung, also Direct Characterization und Indirect Characterization unterscheiden. Direct Characterization heißt, dass der Erzähler die Figur direkt beschreibt. Hier ein Beispiel. In Jane Austen's novel Pride and Prejudice, Mr. Bennet is portrayed as so odd and mixture of quick parts, sarcastic humor, reserve and caprice that the experience of 23 years had been insufficient to make his wife understand his character. Bekommen wir nur indirekte Informationen über die Person, zum Beispiel über seine Aussagen oder sein Verhalten, handelt es sich um eine Indirect Characterization. Zum Beispiel, in the first description of Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol by Charles Dickens, he seems to have no human feelings at all. External heat and cold had little influence on Scrooge. No warmth could warm, no wintry weather chill him. Außerdem solltest du unterscheiden zwischen runden und flachen Charakteren, round and flat characters. Die Hauptfigur, der Protagonist einer Erzählung, wird meist als eine komplexe Persönlichkeit mit vielen Facetten dargestellt.
Es handelt sich um einen Round Character. Meistens verändert sich ein Round Character im Verlauf der Handlung. Hier ein Beispiel. In Pride and Prejudice, Fitzwilliam Darcy learns to correct his pride. I have been a selfish being all my life. I was given good principles, but left to follow them in pride and conceit. Such was I from 8 to 28, and such I might still have been but for you, dearest, loveliest Elizabeth. Ein Flat Character hingegen wirkt eindimensional, klischeehaft oder sogar stereotyp. Hier handelt es sich meist um Nebencharaktere, die sich im Verlaufe der Handlung nicht verändern. Auch hier ein Beispiel. Mrs. Bennet in Pride and Prejudice is almost a stock character. Vulgar and lacking any finer qualities, she's only interested in marrying off her daughters as advantageous as possible. The business of her life was to get her daughters married. Und jetzt gebe ich dir noch ein paar hilfreiche Formulierungen an die Hand, die du bei deiner nächsten Textarbeit verwenden kannst. The characters are well drawn and credible. Each character shows itself through talk, gesture, and action. The protagonist's chief characteristic is. The main character's behavior is. The character undergoes a change in the course of the action. The writer analyzes the emotional states of the main character. Plot and character are interwoven. Hier noch einmal alles auf einen Blick. Bevor du anfängst zu arbeiten, lies zunächst die Aufgabenstellung genau durch. In ihr erfährst du, was genau du tun sollst. Dann sammle je nach Aufgabenstellung alle wichtigen Informationen über deine Personen im Text. Beachte, ob es sich dabei um direkte oder indirekte Beschreibungen handelt, also Direct oder Indirect Characterizations. Handelt es sich bei der Person um einen Round Character oder einen Flat Character? Und last but not least, welche Funktion hat die Figur für die Geschichte? Wie hängen Figuren und Handlung zusammen? Was wäre eine gute Erzählung ohne ihre Charaktere? Eine ziemlich schwere, unbewegliche Sache, oder? Deswegen achte bei deiner nächsten Lektüre einmal ganz genau darauf, wie die Figuren entwickelt werden. Du wirst sehen, sie tragen tatsächlich die Handlung. Auf diese Weise liefern sie dir ein wichtiges Puzzleteil zur Textanalyse. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und bis bald.